Paul ist zur Arbeit gegangen. Es war ein normaler Morgen, und er hatte viel zu tun. Er ist mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Im Bus hat er einige bekannte Gesichter gesehen. Paul hat sich hingesetzt und sein Handy herausgenommen. Er wollte eine wichtige E-Mail lesen. Plötzlich ist ihm aufgefallen, dass sein Hemd nicht ganz sauber war. Es hatte einen kleinen Fleck auf dem Ärmel. Paul hat versucht, den Fleck zu verstecken. Er hat das Hemd ein wenig nach unten gezogen. Aber der Fleck war immer noch sichtbar. Paul hat sich ein wenig unwohl gefühlt. Er hat gehofft, dass niemand den Fleck bemerken würde. Als er aus dem Bus ausgestiegen ist, hat er schnell nach Hause geschaut. Er wollte sicherstellen, dass niemand auf den Fleck achten würde. Als er vor dem Bürogebäude stand, hat er bemerkt, dass seine Kollegen ihn anstarrten. Paul hat sich gefragt, warum sie ihn so ansahen. Er hat sich schnell in das Gebäude begeben. Im Büro hat er seine Sachen abgestellt und seinen Schreibtisch aufgeräumt. Die Kollegen haben immer noch seltsam geguckt. Paul hat die Situation nicht verstanden. Dann hat sein Kollege Mark ihn angesprochen. Paul, du hast einen großen Fleck auf deinem Hemd. Paul hat sich sehr erschrocken. Er hat den Fleck endlich gesehen. Paul hat rot werden müssen. Alle Kollegen haben ihn angestarrt. Paul wusste nicht, was er sagen sollte. Oh, das ist peinlich, ich habe das nicht bemerkt, hat er gesagt. Mark hat gelacht und ihm ein Taschentuch angeboten. Keine Sorge, Paul, wir haben alle schon einmal solche Momente gehabt. Paul hat das Taschentuch genommen und versucht, den Fleck zu reinigen. Es war jedoch unmöglich, ihn ganz zu entfernen. Das wird wohl den ganzen Tag sichtbar bleiben, hat Paul gedacht. Er hat sich dann entschlossen, das Beste daraus zu machen. In der Besprechung hat Paul trotzdem konzentriert gearbeitet. Niemand hat mehr auf den Fleck geachtet. Aber am Ende der Besprechung hat sein Chef ihn gefragt: Paul, hast du ein Problem mit deinem Hemd? Paul hat schnell geantwortet: Oh, nein, alles in Ordnung. Doch der Fleck war immer noch da. Paul hat sich nach der Besprechung in seinem Büro eingeschlossen. Er wollte nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fleck lenken. Nach einer Stunde hat Paul beschlossen, nach Hause zu gehen. Auf dem Weg nach Hause hat er über den peinlichen Moment nachgedacht. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, hat er gedacht. Zu Hause angekommen, hat Paul das Hemd ausgezogen.
Er hat sich im Spiegel angesehen und musste lachen. Der Fleck sah wirklich komisch aus. Paul hat beschlossen, das Hemd in die Waschmaschine zu werfen. Danach hat er einen entspannten Abend verbracht. Am nächsten Tag hat Paul das gleiche Hemd getragen. Diesmal hatte er den Fleck rechtzeitig bemerkt und ihn entfernt. Als er im Büro ankam, hat er bemerkt, dass niemand mehr über den Fleck gesprochen hat. Paul hat sich sicherer gefühlt. Im Laufe des Tages hat er mit seinen Kollegen über den Vorfall gesprochen. Alle haben gelacht und gesagt, dass es jedem einmal passiert. Paul hat verstanden, dass solche Dinge nicht so schlimm sind. Er hat sich selbst beruhigt. Am Ende der Woche hat Paul das Hemd wieder getragen. Diesmal war er sehr vorsichtig und hat auf den Fleck geachtet. Niemand hat den Fleck bemerkt und Paul war sehr zufrieden. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wenn man sich mal vertut, hat Paul gedacht. Er hat gelernt, dass niemand perfekt ist. Seit diesem Tag hat Paul keine Angst mehr vor peinlichen Momenten. Er hat sogar Spaß daran, sich über kleine Fehler zu amüsieren. Manchmal ist es gut, nicht alles zu ernst zu nehmen. In der Zukunft ist Paul viel entspannter in solchen Situationen. Er hat auch gemerkt, dass seine Kollegen viel verständnisvoller sind, als er dachte. Ein paar Monate später hat Paul sich sogar mit seinem Chef über den Vorfall unterhalten. Ich habe mich damals sehr unwohl gefühlt, hat Paul gesagt. Aber heute kann ich darüber lachen. Sein Chef hat gelächelt und gesagt, jeder hat solche Momente, sie machen uns menschlich. Paul war froh, dass er den Vorfall nicht überbewertet hatte. Heute denkt er oft an den Moment zurück und lacht. Es war eine wertvolle Lektion im Umgang mit kleinen Fehlern. Paul hat in den letzten Monaten viele peinliche Momente erlebt, aber er hat gelernt, sie zu akzeptieren. Er hat festgestellt, dass es viel angenehmer ist, über kleine Fehler zu lachen, anstatt sich zu schämen. Manchmal erzählt er seinen Freunden von seinen peinlichen Erlebnissen. Alle lachen und sagen ihm, dass sie auch solche Momente hatten. Paul merkt, dass es ihm hilft, diese Geschichten zu teilen. In der nächsten Woche hat Paul einen wichtigen Termin mit einem neuen Kunden. Er möchte einen guten Eindruck machen und zieht sich besonders ordentlich an. Er überprüft mehrmals, ob sein Hemd sauber ist. Beim Meeting läuft alles gut und Paul fühlt sich selbstbewusst. Am Ende bedankt sich der Kunde und sagt, dass er zufrieden ist. Paul ist erleichtert und freut sich über den Erfolg. Auf dem Rückweg zur Arbeit denkt Paul über den Tag nach.
Er erinnert sich an den peinlichen Moment mit dem Fleck auf seinem Hemd. Es war wirklich nicht schlimm, denkt er. In den letzten Monaten hat er viele Erfahrungen gemacht, die ihn stärker gemacht haben. Paul hat gelernt, dass man sich nicht von kleinen Fehlern unterkriegen lassen sollte. Er ist inzwischen viel selbstbewusster als früher. Am Ende des Tages schaut er sich im Spiegel an und denkt, ich habe das gut gemacht. Seitdem hat Paul nie wieder so übermäßig auf kleine Fehler geachtet. Er weiß, dass niemand perfekt ist, und das ist auch in Ordnung. Paul ist froh, dass er sich weiterentwickelt hat. Er ist dankbar für all die Unterstützung von seinen Freunden und Kollegen. In der Zukunft wird er ruhig bleiben, auch wenn ihm ein Fehler passiert. Paul ist ein gutes Beispiel dafür, dass man aus peinlichen Momenten lernen kann. Er hat gelernt, dass jeder solche Momente hat und dass es okay ist, darüber zu lachen.